Fröhliches Fummeln, ihr Lieben! Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr Streifen stricken könnt, bei denen man möglichst keinen Übergang sieht, bei denen möglichst keine Treppchen zu erkennen sind. Ein bisschen seht ihr das hier trotzdem. Ihr seht auch, dass das so schräg rüber geht. Das versetzt sich immer so ein bisschen. Aber ich finde, es sieht trotzdem ganz gut aus. Ich bin jetzt hier gerade an der Reihe mit Weiß, wo ich fertig bin. Meine Streifen sind immer 4 Runden breit und ich habe jetzt hier die 4. Runde zu Ende gestrickt und wechsle jetzt auf Grün. Ich verdrehe mir hier am Ende immer, wenn ich die Farbe wechsle, einmal die Fäden, sodass ich den grünen hier jetzt über den weißen lege und dann geht's los. In der ersten Runde stricke ich einfach ganz normal mit der neuen Farbe und es passiert eigentlich nichts Besonderes. Ich stricke jetzt hier einfach mal los und stricke einfach mit der neuen Farbe eine Runde. Hier hinten zieht sich der Faden ein bisschen, da dürft ihr nicht zu eng anziehen. Diese Technik, die ich euch jetzt hier zeige, funktioniert am besten für Runden, die so mindestens 3 Runden lang sind und nach oben ist egal, aber mindestens 3 Runden breit sollten die Streifen sein. Ich stricke jetzt hier also einfach erstmal eine Runde rum und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Spannend wird es nämlich eigentlich erst ab der 2. Runde. So, ich habe jetzt mit Grün meine erste Runde gestrickt und jetzt wird es spannend. Jetzt hebe ich mir diese weiße Masche, die hier die letzte weiße Runde bildete, auf meine Nadel. Also ich steche von rechts nach links unter diesen rechten Schenkel dieser Masche und hebe mir die auf die Nadel drauf. Ich zeige es nochmal. Von rechts nach links in den rechten Schenkel dieser weißen Masche, dieser letzten Farbe und da drauf. Und das wird jetzt zusammengestrickt mit der ersten grünen Masche. Dadurch zieht sich die weiße Masche ein bisschen hoch und dadurch entsteht nachher dieser schöne gleichmäßige Übergang. Das andere hier auf der anderen Seite sieht jetzt nur so ein bisschen grisselig aus, weil das noch nicht glatt ist. So stricke ich jetzt einfach wieder bis zum Ende rechts rum, bis ich wieder am Ende angekommen bin. Das war im Prinzip der Trick in der zweiten Reihe. Da muss diese weiße Masche eben mit der ersten grünen zusammengestrickt werden. Und jetzt stricke ich eine Runde rum und dann geht es weiter. Jetzt bin ich am Ende der Runde angekommen. Und es geht zur 3. Runde. Bei der 3. Runde mache ich gar nichts Besonderes. Ich stricke einfach nochmal eine Runde rum. Bei mir kommt jetzt die 4. und damit die letzte Runde von meiner Farbe. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viele Runden ihr zu stricken habt. Wenn ihr natürlich 5, 20 oder 35 Runden pro Farbe strickt, dann müsst ihr halt so lange erstmal weiter stricken. Wichtig ist, wenn ihr das mit dieser Technik machen wollt, immer in jeder 2. Runde und in jeder letzten Runde einer Farbe was Besonderes passiert. Jetzt ist das hier die letzte Runde meiner Farbe, die jetzt kommt. Und deswegen wird es jetzt nochmal spannend. Ich stricke die jetzt auch erstmal ganz normal rechts und am Ende wird es interessant. Also ich fange jetzt einfach wieder an, stricke einfach ganz normal mit meiner Farbe eine Runde rum und wenn ich am Ende angekommen bin, zeige ich euch, was da zu machen ist. Ich bin jetzt hier am Ende meiner letzten Runde angekommen, die ich mit Grün stricke. Alles ganz normal bisher. Jetzt kommt der Trick. Ich stricke zusätzlich die erste Masche der nächsten Runde auch noch mit derselben Farbe. Also diese erste Masche der kommenden Runde stricke ich auch noch mit Grün und erst jetzt wechsle ich wieder auf Weiß. Und dann geht das Ganze wieder von vorn los. Also ihr müsst euch merken, in jeder 2. Runde wird die erste Masche mit der darunterliegenden Masche der vorangegangenen Farbe zusammengestrickt, also dieses Hochheben und Zusammenstricken in jeder 2. Runde und nach jeder letzten Runde wird eine Masche zusätzlich von der folgenden Runde auch noch in der jeweiligen Farbe gestrickt. Ich hoffe, das war verständlich und ihr habt verstanden, wie es geht. Mir gefällt das, wie gesagt, ganz gut. Das dreht sich halt so ein bisschen mit, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Aber ich finde trotzdem, das sieht viel besser aus, als wenn man da so starke Treppchen hat. Ich hoffe, ihr habt was dabei gelernt und probiert das mal aus. Viel Spaß beim Ausprobieren und beim Nachfummeln. Wenn ihr andere Tutorials und Anleitungen nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das macht, wenn ihr Streifen strickt und ob ihr das hier mal ausprobieren werdet. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Ausprobieren und Nachfummeln.